Moin zusammen, ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Bezirksvorsitzenden von Alanya und werde die Situation jetzt mal fragen, wie das mit den elternlosen Kindern ist von den Erdbeben, die ihre Eltern verloren haben. Ja, wir sind jetzt gerade da. Das ist das Gebäude. Hier ist schon mal draußen los, keine Ahnung wofür. Mal sehen. Die haben uns gerade woanders hin verwiesen. Und zwar hier gibt es so Sozialdienstleistungsstelle. Ich gehe da mal rein, mal gucken, was die sagen. Hallo zusammen. Jetzt haben wir die richtige Stelle gefunden, um Informationen zu bekommen, wie wir einem Waisenkind helfen können. Und zwar ist das hier die richtige. Da muss man hingehen. Da haben wir uns jetzt, der Müdel hatte Urlaub gehabt und hat ein bisschen gedauert gehabt. Aber letztendlich habe ich die Informationen bekommen. Ich habe mir das auf dem Papier mal aufgeschrieben gehabt, die Notizen. Also es gibt zwei verschiedene Modelle. Es gibt da Pflegschaft oder Adoption. Pflegschaft kann man machen, gibt der Staat auch noch monatlich Stützungsgeld, 175 € und Schulklamotten werden auch gegeben, zweimal im Jahr. Wenn man auf eine Privatschule geht, gibt es dann halt ein Kontingent zum Unterstützen etc. Also so rund 2.500 € im Jahr. Es geht bis zum 18. Lebensjahr und die Pflegschaft wäre dann damit beendet und man kann, die Pflegschaft wäre dann beendet, aber dann muss man halt entscheiden, ob das Kind dann weiter bleiben will oder eigene Wege gehen will etc. Bei Adoption ist es tatsächlich, muss es dann übertragen werden quasi als Familienmitglied und ist dann ganze Zeit in der Familie drin mit Erbschaft und etc. Das war bei der Pflegschaft auch nicht der Fall, da das kein Familienmitglied ist in dem Sinne, sondern nur eine Pflege, und bei Adoption ist es ein Familienmitglied. Jetzt als Mavi-Kartler ist das auch kompliziert. Das geht eigentlich gar nicht so einfach, weil ich bin ja quasi früher als türkischer Staatsbürger im türkischen System gewesen, aber als Mavi-Kartler ist man ausgegliedert aus dem türkischen System und der Antrag kann nur über das türkische System stattfinden und der Prozess dafür. Was man machen kann, man geht in eine türkische Staatsbürgerschaft als Mavi-Kartler und wenn die Frau Ausländerin ist, also nicht Türke, würde das auch gehen, aber man muss bei der Adoption muss man sich dann natürlich mit dem Konsulat von dem jeweiligen Land sich nochmal auseinandersetzen und eine Genehmigung dafür einholen oder registrieren lassen in der Richtung. Pflegschaft geht nur dann, wenn beide Staatsbürger sind, also türkische Staatsbürger, und man kann dann das Kind pflegen. Das ist dann möglich. Aber momentan will ich die türkische Staatsbürgerschaft nicht annehmen, weil dann habe ich halt ein Problem hier, wenn zum Beispiel hier spitzt sich die Lage zu. Wir haben hier eine Schulpflicht und ich komme dann, glaube ich, nicht mehr so schnell aus dem Land raus. Über die Mutter schon gegebenenfalls, weil sie Deutsche ist, aber Problem ist auch im Kriegsfall, dass ich dann auch erstens müsste ich wahrscheinlich den Wehrdienst hier machen und zweitens würde im Kriegsfall ich dann eingezogen werden und die Familie wäre dann auseinandergeruppt. Das kommt für mich momentan gar nicht in Frage. Ich müsste erstmal Militärdienst mal fragen, ob ich überhaupt Wehrdienst ableisten muss.
um weitere Schritte vorgehen zu können. Also es sind noch ein paar Fragen offen, die noch zu fällen sind. Also die Entscheidungen müssen noch erstmal getroffen werden, wie wir weiter vorgehen werden. Auf der anderen Seite, eine Pflegschaft kriegt man eigentlich recht schnell hin, aber eine Adoption ist die Wartezeiten sehr lange. Also die Korrespondenz, Genehmigung etc. dauert einfach viel zu lange. In unserem persönlichen Fall wären es 4 Jahre und ich müsste erstmal Türke werden. Das dauert dann auch wieder 6 Monate und wenn ich dann zum Wehrdienst muss, dann das ist zeitlich alles, es ist machbar alles, klar, aber zeitlich wieder uninteressant, weil wir wollten unser Kind mit dem anderen Kind gemeinsam aufwachsen lassen und nicht, wenn sie schon im Erwachsenenalter ist. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt gesprochen, aber so ungefähr kommt es dann hin. Dann habe ich noch gefragt, so wie das dann so abläuft. Und da sieht es so aus, es wird dann halt so eine Cocktailparty veranstaltet mit den Kindern und den Eltern, sage ich jetzt mal, den zukünftigen. Und man lernt sich dann halt so spielerisch untereinander kennen, redet mit den Kindern und spielt mit denen und etc. Wenn man sich dann entschieden hat und das Kind fühlt sich bei den Eltern wohl, beziehungsweise die Eltern mit dem Kind, wird dann halt die Anfrage gestartet. Ja, ich hoffe, ich konnte euch eine umfangreiche Information geben, aber ich werde auf jeden Fall da mal hingehen zu Dippe und euch mal nochmal schlau machen, wie es individuell bei euch ablaufen würde, was zeitlich angeht und was ihr machen müsst. Weil Regeln können sich auch vielleicht ändern und deswegen, das ist auf jeden Fall die richtige Adresse für euch. Für uns erstmal ist das kein Thema. Ich muss es mit dem Militärdienst erstmal klären. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und wir hören uns. Bis dann. Ciao.